Morgen, Skatfreunde. Was ich euch mal fragen wollte, spürt ihr auch schon diese Vorfreude, dieses Kribbeln im Bauch? Warum? Na, wegen der Skat-Europameisterschaft, dem großen Skat-Event, das nächste Woche in Wisła in Polen startet. Eine Woche Skatparty, ein freies Turnier für alle Spieler. Ich bin dabei und freue mich schon wie ein Schneekönig und habe natürlich auch große Ambitionen im Gepäck. Wenn ihr das nun doch tatsächlich verpasst haben solltet, ich kopiere unten mal den Link rein, da könnt ihr dann von zu Hause wenigstens die Ergebnisse nachverfolgen, mitverfolgen, wie sich eure Favoriten schlagen, eure Bekannten vielleicht. Und dann habe ich noch gleich einen Tipp für nächstes Jahr. Nächstes Jahr Skat-Weltmeisterschaft in Berlin im August. Das wird sicher eine ganz tolle Geschichte. Spätestens da hoffe ich doch dann, viele von euch auch mal persönlich zu sehen. Was habe ich euch heute für ein Spiel mitgebracht? Vor 3 Wochen circa auf dem Vereinsabend habe ich als Gegenspieler an einer Partie mitgewirkt. Der Alleinspieler verlor, nach eigenem Dafürhalten unglücklich. Ich sage aber auch mal nicht ganz unverschuldet ein Spiel, und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Spieler in Mittelhand konnte sich über ein starkes Blatt freuen. Hinterhand bot noch 23, kam natürlich nicht ans Spiel gegen 7 Trümpfe mit den 3 oberen Buben. Die Beikarte mit blanker Lusche 10 Dame, 10 Dame natürlich ein bisschen schwächer besetzt, sonst wäre das ja auch eine sehr langweilige Angelegenheit geworden. Immerhin einige Punktkarten dabei, und insofern stellt sich doch auch gleich mal die erste Frage: Wie drückt ihr in Mittelhand dieses Blatt? Der Spieler jedenfalls entschloss sich hier 20 Augen zu drücken, aufgrund der starken Trümpfe, nach dem Motto, was ich habe, das habe ich, sicher im ersten Moment nachvollziehbar. Trotzdem glaube ich, dass das schon eine ausgesprochen fragwürdige Entscheidung war, weil sie die Gefahren, die in diesem Spiel stecken, einfach ein bisschen falsch einschätzt. Dass nämlich über die 3 Beikartenstiche dieses Spiel verloren wird, das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Selbst wenn eine dieser Zehner im Blatt gehalten wird, sollte es nur so in maximal Richtung 57 hinauslaufen, und auch das schon nur, wenn es ausgesprochen unglücklich läuft. Die Gefahr, die deutlich größer ist, denke ich, dass hier noch ein 4. Stich ins Spiel kommen könnte, ein Trumpfüberstich zum Beispiel, und dass die Farben etwas ungleichmäßig verteilt sein könnten, das deutet sich durch die Nullreizung zumindest schon so ein bisschen an, und insofern wäre es sicher besser gewesen, hier die Herz-Lusche auf jeden Fall mitzudrücken und eine 10 mit in der Karte zu halten. Darüber hinaus kann es ja auch sehr gut sein, dass die 10 in der Beikarte mal einen Stich macht und etwa gegen alle 4 Trümpfe in einer Hand, eine Verteilung, die wir nun an sich gar nicht uns erhoffen, könnte auch das die letzte und einzige Chance sein. So wurden also nun 20 gedrückt, und das Spiel lief los. Es kam auf den Tisch Karo König, musste bedient werden, Karo Dame, hinten wurde das Ass rausgenommen, 18 Augen. Jetzt kam auf den Tisch Kreuz Lusche, Kreuz König, und hier ist es schon zu sehen, hätte der Spieler jetzt eine der beiden Zehner in der Hand gehalten, wäre er schon großer Sieger gewesen. So hingegen muss er jetzt bedienen, 25, und sieht sich jetzt mit dem Kreuz Ass konfrontiert. Ausgesprochen unangenehm, denn zu Recht vermutet der Spieler hier, dass Hinterhand die Farbe gewechselt hat, um seine blanke Karte zu spielen und tatsächlich kein Kreuz mehr hat. Insofern hat der Spieler jetzt es sich hier auch nicht leicht gemacht, hat länger überlegt, wie er das Kreuz Ass jetzt am besten verwaltet, hat sich letztendlich dazu entschieden, mit dem Herz Buben diesen Stich erstmal festzuhalten, diesen vollen sich nicht nehmen zu lassen, und Hinterhand kam entsprechend da auch nicht rüber, hatte aber tatsächlich kein Kreuz. Diese Punkte sind natürlich jetzt erkauft worden, damit, dass jetzt nicht mehr 3-mal Trumpf von oben gezogen werden kann. Falls die 4 fehlenden Trümpfe 2:2 stehen, ist nicht viel passiert gegen eine Trumpf-3-1-Verteilung, und die Chance liegt ja immerhin so bei 50%, wird jetzt aber dieser 4. Stich natürlich abgegeben, was auch nicht so schön ist. Entsprechend hat der Spieler auch hier jetzt nochmal überlegt, man könnte ja tatsächlich auf die Idee kommen, jetzt Trumpf klein unterdurch nochmal zu spielen, aber auch da, es könnten natürlich König und Ass fallen auf 40, und wenn dann noch 21 in Herz abgegeben werden, dann wird das Spiel womöglich sogar gegen Trumpf 2:2 verloren.
das wollte sich der Spieler also auch auf keinen Fall geben und entschloss sich dann schließlich, die Trumpfzüge von oben durchzuführen. Beim ersten Mal war noch nichts passiert, Trumpf stand zumindest nicht zu viert dagegen, und der spannende Stich war aber jetzt natürlich folgender, und da war es dann passiert. Es fiel Karo Bube und Hinterhand hatte kein Trumpf mehr, Trumpf Ass bleibt also stehen, und es ist auch zu sehen, Trumpf und dadurch. Jetzt wäre auch nicht unbedingt der Siegzug gewesen, denn jetzt fiel auf Pik Ass die Herz 10 auf 46, und es folgte prompt das Herz Ass mit dem König, und das Spiel war verloren mit 59, und auch auf Trumpf wären sonst 15 gefallen und die 21 fast zwangsläufig hinterhergekommen. Zu Recht analysierte der Spieler hinterher, egal was ich mache, ob ich Kleinstech oder Großstech, ich konnte, so wie ich es jetzt gedrückt habe, das Spiel nicht gewinnen. Er hatte natürlich recht in einem Teil dieser Aussage, trotzdem hat er eine kleine Chance übersehen. Seid ihr drauf gekommen? Gehen wir noch einmal zurück auf Los gewissermaßen, schauen uns die ersten Stiche noch einmal an. Es ging los mit Karo König, Karo Dame und dem Karo Ass, 18 Augen, gefolgt von Kreuz Lusche, Kreuz König, Kreuz Dame, 25, und dann lag es ja da schon im dritten Stich, das Kreuz Ass bedrohlich vor dem Spieler, und er wollte sich jetzt gegen Trumpf 3:1 verteidigen und gegen den Überstich, hat überlegt, wie er das hinbekommt, hat am Ende keinen Weg gefunden und sagte zu Recht, egal ob ich jetzt hier mit dem Buben gestochen hätte oder mit der Lusche, das Spiel war nicht zu gewinnen, und da hat er ja recht gehabt, so war es ja auch. Trotzdem hat er natürlich etwas Entscheidendes übersehen, er hatte einfach die Scheuklappen auf und ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, hier auf das Kreuz Ass einfach mal die Herz Lusche abzuschmeißen. Denn wenn diese beiden Möglichkeiten nicht gehen, dann muss der letzte Weg vielleicht die Option sein, und wenn wir uns das mal anschauen, was passiert wäre, natürlich hätte Hinterhand sofort das Herz Ass gewimmelt, das wären dann 47 gewesen, doch wie kann es denn jetzt noch weitergehen? Das Schlimmste, was passieren kann, ist wohl, dass Kreuz hinterher gespielt wird, Kreuz Lusche, und jetzt hat der Spieler plötzlich die Nöte gar nicht mehr. Jetzt kann er einfach mit der Lusche stechen, und Hinterhand wäre wohl oder übel mit dem Ass hinübergegangen, wäre damit auf 58 gekommen, hätte vermutlich auch jetzt nochmal Karo hinterher gespielt, was vielleicht vorgestochen worden wäre. Alles egal, der Spieler hat jetzt Rest. Es gab also eine Verteidigung gegen die unangenehme Konstellation. Sie wurde einfach übersehen, weil diese Möglichkeit jenseits der Vorstellungskraft des Spielers hier war, und das ist sicher hier das, was wir daraus am besten mitnehmen können. Öffnet eure Gedanken auch für die ungewöhnlichen Pfade. Was können wir aus diesem Spiel rausziehen? Erstens natürlich, jeder Fehler ist immer noch dafür gut, um etwas daraus zu lernen, wenn ihr das denn wollt. Und zweitens, legt die Scheuklappen ab, falls ihr sie denn aufhattet. So manche Partie lässt sich einfach nicht auf den eingetretenen Pfaden gewinnen. Da muss man auch gedanklich mal links und rechts vom Wegesrand schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Denn wenn ihr besser spielen wollt als die durchschnittlichen Skatspieler, dann müsst ihr auf Dauer eben auch die besseren Züge finden, und das könnte etwa so aussehen. Das war's für diese Woche, freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaut nächste Woche wieder rein, wenn ich hoffentlich direkt mal aus Polen von der Europameisterschaft berichte. Bin ich mal gespannt, ob ich da noch Zeit für finde. Bis dahin wünsche ich euch gut Blatt.